Servus und Hallo zu einem neuen Video von 1000 PS. Wir befinden uns hier im spanischen Lanzarote, wo uns Yamaha eingeladen hat zur Präsentation ihres, ich glaube das kann man so schon so sagen, ihres neuen Topsellers. Topseller, warum? Da muss ich gleich den größten bzw. das schlagkräftigste Kaufargument vorwegnehmen, das ist nämlich der Preis. Die MT-07, so wie sie vor uns steht, wird ab Anfang März um sagenhafte 5.699 € beim Händler stehen. Kleiner Wermutstropfen ist, dass die ABS-Variante, die wird auch ungefähr ab Mitte März erhältlich sein, einen guten Tausender mehr kostet. Das Motorrad wurde uns gestern bei einer Präsentation vorgestellt und da wurde die Motorleistung mit 75 PS angegeben. Das ist jetzt kein Wert, der einen aus den Socken reißt. Dazu muss man jetzt aber erklären, das Kürzel MT, das steht für Master Torque, also Meisterdrehmoment, und das trifft definitiv auf dieses Motorrad zu. Also es ist wirklich ein Meister des Drehmoments. Wir sind heute, wie besprochen, schon 200 Kilometer mitgefahren. Und Wheelies aus dem ersten oder zweiten Gang sind komplett ohne Kupplung möglich. Man braucht nicht Gas zuerst, man braucht nicht vorher vom Gas gehen und dann kräftig anreißen, das Enthöge. Das geht ganz von alleine. Und ist auch für mich, weil ich ein sehr schaltvoller Mensch bin, ein irrsinnig tolles Motorrad. Macht überhaupt kein Problem, wenn man mal ein oder sogar zwei Gänge drüber ist. Die MT meistert jede Situation ganz fein. Der Preis lässt eigentlich auf ein billig verarbeitetes Moped schließen. Das muss ich auch ganz ehrlich zugeben, war auch mein erster Gedanke, als ich auf die Präsentation gefahren bin. Als ich dann vor dem Motorrad stand und auch heute, als ich es selber gefahren bin, wurde ich vom Gegenteil überzeugt. Also man braucht sich es nur anschauen und vielleicht mal ein paar kurze Blicke darauf werfen. Dann sieht man, dass hier nirgendwo Spuren eines Spaßstifts zu erkennen sind. Das fängt an bei der Mörderoptik. Da haben wir zum Beispiel hinten eine wunderschöne Schwinge. Also wirklich eine der schönsten Schwingen in dieser Klasse. Das geht über den Sitz, der pfeilförmig geformt ist, bildet sich wunderschön ins Motorrad an. Dann haben wir hier das Display. Das zeigt neben den Standardwerten wie zum Beispiel Geschwindigkeit, Drehzahl oder Tankfüllung auch noch einige andere lässige Sachen an. Da haben wir zum Beispiel eine Temperaturanzeige für Motortemperatur und Außentemperatur. Des Weiteren haben wir noch eine Ganganzeige, zeigt an, in welchen der 6 Gänge man sich befindet, und zusätzlich haben wir noch eine Verbrauchsanzeige. Wie fährt sie sich nun, die MT-07 von Yamaha? Dazu kann man nur sagen, irrsinnig okay. Also man muss festhalten, die ABS-Variante hat vollgetankt 182 Kilo. Diese Variante ohne ABS hat sogar noch mal 3 Kilo weniger. Und das Motorrad verhält sich irrsinnig agil und will praktisch in jede Kurve von alleine rein. Bedingt auch durch die vorne sehr schmale Sitzbank. Also wenn man oben sitzt, glaubt man, man hat praktisch nichts zwischen die Füße. Das bitte jetzt nicht doppeldeutig auslegen. Das Fahrwerk wurde heute von ein paar Journalisten als etwas zu weich abgestempelt. Ich würde es eher als komfortabel definieren. Fahrwerk kann man jetzt leider nicht wirklich viel herumstellen, ist jetzt für einige Leute ein Problem, für Leute wie mich, die sich beim Fahrwerk genau an Scheißdreck auskennen, leiwand, weil dann kann man nichts verstellen. Ansonsten gibt es bei dem Motorrad eigentlich wirklich nichts zum Bemeckern, überhaupt wenn man den Preis im Auge behält. Ich sage es nochmal, 5.699 € in Österreich. Da sind schon dabei Nova und sonst alle Abgaben und sonst alle lustigen Steuern. Wenn mich mehr fragt, kann man das Motorrad kaufen? Ja, definitiv. Bitte kaufen. Sehr viel Motorrad für sehr, sehr wenig Geld, macht irrsinnig viel Spaß und das alles in gewohnter Yamaha-Qualität. Danke!
Ciao.